So, also ich wollte jetzt, ich habe den Getränk nichts drauf, aber jetzt ist mir das Thema doch wichtig. Hier geht es um Fitness Bodybuilding, die Streitigkeiten in der Szene, wo mir total auf den Nerv gegangen. Gut, das hat man ja jetzt überall, wenn man denkt, ja, mit Streitigkeiten, wenn man andere Leute schlecht spricht, dann kommen Klickszahlen, Aufrufe und so ist ja der Tenor gerade im deutschen Internetbereich, finde ich so blöd. Da wurde halt oft auch in viele Bereiche wurde oft auch im Bereich über andere Leute gelogen, was auch schlecht ist. Aber ja, ich finde die Streitigkeiten laufen mir also langsam. Ja, die Oldschool-Bodybuilder, Rühl, Karlbach gegen irgendwelche Athleten, gegen andere Athleten, dann der Karlbach den Talk mit Johannes. Dann Emir gegen Rühl, Streitigkeiten. Und im Kampfkunstsport hast du auch die Streitigkeit, obwohl die Philosophie anders ist. Aber da jeder denkt, er hätte den Stil und wenn jemand ein bisschen was zeigt, da hat der andere das Gefühl, der nimmt mir was weg, obwohl er ihm eigentlich nichts wegnimmt. Jeder zeigt halt das, was er kann. So. Und durch so viele Gebiete, so immer Streitigkeiten und Beefs und gerade jetzt im Fitness-Bodybuilding, es nervt eigentlich überall in jeder Szene auf die Streitigkeiten. In der Filmsammelszene hast du Streitigkeiten. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen verargelt aussehe, aber dann gehst du ins Spätschicht, ich gehe jetzt auch ins Fitnessstudio. Aber das war mir doch noch am Herzen. Vor allem zum Beispiel so Leute wie Emil, Rühl, Karlbach, auch von mir ist Johannes, das sind doch Vorbilder. Ja? Und einen Sport sollte man auch doch vernünftig präsentieren können, mit den Streitigkeiten und dem Schlechtgemacht von anderen Personen. Ja? Tut man dem Sport nichts Gutes in meinen Augen, dem Fitness-Bodybuilding-Sport. Ja? Weil das sind doch Vorbilder und sind in der Vorbildposition. Ja? Und Sport heißt doch auch Gemeinschaft, auch Zusammenhalt. Ja? Und dass man dort Zusammenhalt und auch den Sport gescheit präsentiert, ja, das soll doch wichtig sein, weil Aufrufezahlen. Und wenn die Leute mit zusammenhalten, die Aufrufzahlen sogar noch höher, wären noch höher, weil das wäre, was ein normaler Mensch sehen will. Wie das asoziale Angepitsche und Gezicke. Und ich fand es auch von Emir unmöglich, dass er über den Rühl gesagt hat, er hätte das mit Synthol aufgemacht. Der Rühl hat in der Wettkampfzeit nie Synthol genommen. Ja, er hat halt die entsprechende Genetik so explodieren, dann halt natürlich das Zaubermittel und halt harte Arbeit. Ja. Und wenn der Karlbach was sagt, der dann viel Erfahrung hat, gut, dass ich Johannes triggert gefühlt, aber da kann eigentlich jeder davon lernen. Ja, und aber andererseits, wenn der Rühl und Karlbach sagt, ja, wer alles unter 100 Kilo wiegt, ist nichts, finde ich auch ein bisschen niveaulos, weil jeder hat auch andere Ziele im Fitness-Bodybuilding. Ja? Und Bodybuilding hat unterschiedliche Gesichter. Ja, es können doch nicht alle 150 Kilo wiegen. Ich persönlich bin kein Wettkampfathlet, was Posing angeht, sondern benutze das Bodybuilding für Kampfkunst, Kampfsport. Ja, wenn ich 150 Kilo wiege, kann ich ja kein Taekwondo machen. Da bin ich jetzt schwer und bin auch nicht so gelenkig fürs Taekwondo. Und ich werde schön geschmeidig gelenkig bleiben und auch wieder stärker und auch hohe Kicks machen. Ich habe mal eine Aufladephase gehabt auf Naturbasis. Ich mache nur Natur. Ja. Und mit 106 Kilo war die höchste Aufladephase, die ich gehabt habe. Da mit Springen und Kicks habe ich mir richtig schwer da. Jetzt umso leichter ich war, umso leichter tut mir auch mit Springen und Kicks. Ja, also gut, da ist da auch jeder anders veranlagt, aber wenn jeder jetzt, ich glaube mit 130, 150 Kilo möchte ich im Bereich gar nichts mehr. Ja. Und die Streitigkeiten, die nerven so sehr. Ja. Und ja. Und Bodybuilding heißt nicht der massigste zu sein, sondern dass das Gesamtpaket stimmt. Und wenn einer Wettkampfathlet ist, der auf Posenbühne gegangen will,
stimmt, sollte halt das Gesamtbild stimmen, der Ästhetik. Ja. So hat man es halt immer früher gesagt. Dass die Fahrform stimmt, Waschbrettbau stimmt, ja natürlich Maße gehört auch dazu, aber die Symmetrie und Definition, dass das Gesamtbild stimmt, nur nicht wer ist der massigste. Ja. Also von daher, das Gezicke nervt mich, hat halt jeder sein anderes Ästhetikbild, ist auch in Ordnung. Was die Wettkampfbühne angeht, im Posing-Bereich, ja, aber wenn einer weniger hat, dann sollte man den nicht schlecht sprechen, hat er ja trotzdem Muskeln. Ja. Aber man sollte auch jetzt nicht die Hase wie Rühl und Kalbach jetzt nicht platt sprechen, weil die haben ja auch schon was geliefert, das sollte man auch respektieren und die sollten auch die andere Leber lassen, auch wenn sie jetzt in andere Wege oder neue Wege gegangen sind. So, ja. Ja. Ich fand auch die Aussage von Johannes ein bisschen komisch, dass du mit dem Spaziergang mehr verbrennst wie durch Gewichte heben. Wenn du gut Gewichte hebst und schwitzt, dann verbrennst du nicht so viel wie im Cardio, aber verbrennst schon mehr wie im Spaziergang. Kommt drauf an, wie lange du spazieren gehst, aber trotzdem verbrennst du dann mehr, wenn du schwitzt und kämpfst, also nach meiner Sicht. Und das, was ein Kalbach und Rühl abverlangt von ihren Athleten oder wie sie es früher gemacht haben, die natürlich viel mehr verschwitzt und verbrennt wie durch den Spaziergang. Ja. Also das ist meine Meinung und ich finde überhaupt die Streitigkeiten, die nerven so, jeder muss jeden schlecht sprechen, nervt mir auch in andere Bereiche, nervt mir auch im Kampfkunstsport, nervt mir allgemein. Das Angepitsche, das finde ich blöd. Hat ja jeder seine Meinung und all die Streitigkeiten nerven mich jetzt auch so langsam. Also, jeder streitet mit jedem und jeder spricht jeden schlecht. Und einfach leben und leben lassen und jeder soll halt seinen Weg gehen und als Bodybuilding Fitness hat ja seine unterschiedlichen Wege und auch das Bodybuilding hat auch unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Formen. Ja. Zum Beispiel Sylvester Stallone bei Rambo 1, 2, 3 zum Beispiel, auch in die späten Rambo-Filme hat eine gute Form gehabt, aber ich nehme jetzt Rambo 1 bis 2 bis 3 als Vorbild. Da war jetzt nicht der maßigste, obwohl der Maße am Start war, aber die Definition Symmetrie hat gestimmt. Ja. Und das Gesamtbild vom Schöngeist hat gestimmt. Ja. Und ich persönlich zum Beispiel, mit halt hübsch sein für Trainerwelt, sportlich für Kampfsport, Kampfkunst, da ein bisschen stabile Muskeln haben und da halt auch jeder seine anderen Ziele, das sollte man respektieren, weil sich jeder auf seine Weise sich dahinter aufreißt. Ja. Und was will ich mit 150 Kilo, da kann ich taekwondo-mäßig nichts stemmen und auf Posenbühne will ich nicht. Und dass man sich gegenseitig toleriert, respektiert, akzeptiert, ist wichtig. Und ich meine jetzt nicht nur die Fitness-Bodybuilding-Szene, sondern auch die andere Szene, Kampfkunst, Kampfsport und die anderen Bereiche, da schließen sich sogar Gruppen zusammen, die können sich untereinander auch nicht leiden, nur weil sie ein künstliches Feindbild aufbauen, das im Idealfall sogar vielleicht ein gewinnbringender Freund sein kann. Ja. So verbotsstuhl sind die Leute heutzutage und finde ich schade, dass man das so negativ nutzt. Man kann es auch positiv nutzen und das Beste aus seinem Leben machen. Ja. Ich habe den bewegten Bereich und ich hoffe, den Clip gucken sich so viele Leute an, wie es geht, weil das Angepitsche mich nervt es auch. Ja. Natürlich auch Johannes Lukas hat ja auch seine Muskelmasse. Hinter dem könnt ich baden, weil er so breit ist. Und wie schon gesagt, wenn einer der dünner ist wie oder untrainiert oder gar nicht trainiert, das sagt ja, der Timo ist, das wäre mir zu massig. Oder der ich weiß nicht, ob es den noch gibt, Männer Klasse 3, der ist viel mehr massiger wie ich. Ja? Und gegen einen Profi Bodybuilder da sehe aus, als hätte ich gar nicht trainieren. Also, es sieht auch in jedem Blickwinkel anders aus. Ich finde es halt immer schade, wie die Menschen sich immer gegenseitig fertig machen müssen, weil sie auch nie aus den Fehlern lernen
Und ich fand es so in den 80er, 90er besser, wo die Menschen halt nicht zusammengehalten haben, was die gesellschaftliche Struktur angegangen ist. Ja. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt gewählt und gut ausgedruckt. Ja. Und ich wünsche euch was. Ja, Liefung Ende im Gelände.